Hallo und herzlich willkommen in meinem Knitting Translator Podcast. Ich bin Ilona, ich bin Strickerin, Übersetzerin, Übersetzerkursentwicklerin und Autorin und ich lebe mit meiner Tochter und unserem Hund in der Stadt, die es nicht gibt, also in Bielefeld. Und mittlerweile habe ich das schon so häufig gesagt, das ist ja auch schon die 15. Folge, dass wahrscheinlich alle in Deutschland mittlerweile nachgeguckt haben, wo Bielefeld denn tatsächlich liegt und wissen, dass es die Stadt tatsächlich gibt. Aber ja, diese schöne Legende sozusagen oder diese schöne Verschwörung macht Bielefeld irgendwie besonders. Ansonsten ist das eine, nach meinem Empfinden, relativ kleine Stadt. Ich glaube, die zählt aber zu mittelgroßen Städten in Deutschland. Ich glaube, wir haben 350.000 Anwohner. Wir haben eine Universität, wir haben ganz viele Schulen, wir haben Museen, wir haben die Sparenburg, wir haben sehr viele verschiedene interessante und weniger interessante Plätze. Vielleicht mache ich irgendwann mal ein bisschen mehr von Bielefeld rein, aber das Wetter in den letzten Wochen ist so, dass man nicht großartig draußen Aufnahmen machen kann. Deswegen kommt auch jetzt im Abspann eigentlich selten irgendwas, weil ich kaum Aufnahmen draußen machen kann, einfach nur. Auch beim Spazierengehen mit dem Hund im Wald, das habe ich ja zwischendurch mal eingeblendet. Aber wenn man einen Regenschirm in der Hand hat und Hund an der Leine in der anderen Hand, da kann man nicht so gut Aufnahmen machen, wie ihr euch sicher vorstellen könnt. Und ich bin mal gespannt, ob ich es schaffe, heute eine kürzere Folge zu machen, denn das soll eigentlich so eine Art kleine Folge zwischendurch sein, während wir auf die Verlosung warten. Ja, wie ihr das mitbekommen habt sicherlich, und wir beschäftigen uns ja auch schon seit 2 Folgen mit der Verlosung zu Ehren von 1000 Abonnentinnen und Abonnenten meines Kanals. Mittlerweile sind das auch schon über 1000, aber noch nicht so weit über 1000, dass man 2000 feiern würde. Das kommt irgendwann hoffentlich in absehbarer Zukunft, aber im Moment feiern wir noch die 1000 oder die 1000er Marke. Die Verlosung läuft noch bis zum 16. März. Am 16. werde ich dann die Verlosung quasi schließen und die Kommentare auswerten, beziehungsweise, ich weiß nicht, wie das heißt, also quasi dieses Ding durchlaufen lassen und einen Kommentar automatisch, denke ich mal, auswählen lassen. Und den Gewinner werde ich dann in der Folge nach dem 16. März verkünden oder die Gewinnerin. Und an der Verlosung könnt ihr unter Folge 14, ich werde sie hier irgendwo hier verlinken, ihr könnt also unter Folge 14 an der Verlosung teilnehmen. Und zu gewinnen gibt es einen Strang Blueface Leicester-Wolle von West Yorkshire Spinners in Natur Mittelbraun oder in so einem schwarz-grau grünem Grün. Und mit einem dieser Codewörter, also braun oder grün, könnt ihr auch an der Verlosung teilnehmen. Aber alle Konditionen zur Teilnahme stehen unter Folge 14 in der Beschreibung nochmal drin. Da könnt ihr also bequem danach schauen und nochmal teilnehmen, beziehungsweise noch teilnehmen. Ja, und die heutige Folge soll, wie gesagt, eine recht kurze Folge sein. Ich bemühe mich ja immer noch, meine Folgen kürzer als 1 Stunde zu machen, damit ich die nie so lange bearbeiten muss und damit ich sie halt auch häufiger veröffentlichen kann. Ja, bisher hat es nicht funktioniert. Also ich glaube insgesamt von 14, das wäre jetzt die 15. Folge, von 14 Folgen sind 2 vielleicht knapp unter 1 Stunde, aber nicht signifikant unter 1 Stunde. Mal gucken. Also ich kann offensichtlich viel sprechen. Ein Freund hat auch schon gesagt, Ilona, wie viel kann man über Stricken sprechen? Ja, ihr kennt das. Man kann sehr viel über Stricken sprechen, wenn man zu Menschen spricht, die vom Stricken was verstehen. Also ich bin echt so dankbar. Ich bin wirklich für jeden weiteren Abonnenten und jede Abonnentin dankbar, beziehungsweise ich bin einfach nur dankbar, dass ich euch habe, um das alles auszusprechen, was sowieso die ganze Zeit sich in meinem Kopf abspielt in Bezug auf das Stricken, dass ich das kanalisieren kann im direkten und im übertragenen Sinne des Wortes und dass ich das ja wirklich teilen kann und nicht so, wie ich früher, wenn ich Freundinnen, Freunden, Eltern erzählt habe, ja, ich habe hier was Neues gestrickt, aber
über den Prozess konnte ich nichts sagen. Ja, das hat sie einfach überhaupt nicht interessiert, weil keiner in meiner unmittelbaren Bekannten- und Freunde- und Familienumgebung strickt, beziehungsweise strickt so hingebungsvoll wie ich. So ein bisschen Bewegung im Hintergrund. Und ja, wie gesagt, heute also eine kurze Zwischenfolge. Die heutige Folge hat eigentlich keinen theoretischen Anteil, soweit es, bei mir ohne Theorie möglich ist. Aber es gibt ein praxisorientiertes Kapitel, in dem ich zeige, wie ich stricke. Ja, ich hatte ja schon angekündigt, dass ich meinen Strickstil ein bisschen mit euch zusammen analysieren möchte. Ich habe mir natürlich auch schon Gedanken gemacht. Ich habe mich selber quasi beobachtet beim Stricken und so ein paar Regelmäßigkeiten so rausfiltern können. Und über diese werde ich gleich in einem kleinen Video sprechen, das ich dann so dazwischen schneide, also reinschneide. Das habe ich schon aufgenommen und in diesem kurzen Vorführvideo zeige ich, wie ich zwei Arten von Projekten stricke oder zwei Arten von Gestrick quasi bearbeite. Und zwar zeige ich so die üblichen rechten und linken Maschen, und zwar einmal in Runde bei einem Projekt, das ich in Runde stricke, und einmal flach, also rechte und linke Maschen flach, und ich zeige ein bisschen Zunahmen und ein bisschen Abnahmen. Das wird das erste Kapitel sein, und das zweite Kapitel in diesem Video wird sein, das, was ich neu angeschlagen habe. Zwei neue Projekte habe ich angeschlagen und dazu sage ich und zeige ich was. Und jetzt kommt das kleine Video zu meinem Strickstil und wir sehen uns danach gleich wieder. Als erstes möchte ich zeigen, wie ich rechte und linke Maschen in Runde stricke. Ihr kennt vielleicht schon meinen Trompetpullover. Ja, das ist schon die zweite Variante, die ich stricke. Die habe ich vor ein paar Wochen, ehrlich gesagt, angeschlagen und dann auch sehr enthusiastisch dran gestrickt. Ja, seitdem liegt der Pullover ein bisschen rum und wartet, dass ich mich dem wieder widme. Das ist so ein bisschen wie, als würde ich etwas ganz Leckeres für später, sozusagen für den Nachtisch, liegen lassen und nicht sofort und nicht jeden Tag dran stricke. Das ist irgendwie ein ganz besonderes Vergnügen für mich, da dran zu stricken, wegen der Wolle und wegen der Farben. Ja, ich habe ja die Geschichte dieser Wolle erzählt. Den ersten Strang hat mir meine Tochter letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt in Mainz, und ja, seitdem habe ich mich damit rumgetragen, daraus einen Pullover zu stricken, habe dann irgendwann die fehlenden 2, 3 Stränge nachbestellt und ja, irgendwann dann angefangen und bis hierhin gestrickt. Und jetzt, wie gesagt, jetzt stricke ich was anderes, besonders intensiv, und diesen Pullover lasse ich so ein bisschen, als was besonders Leckeres und Exotisches so ein bisschen für mich, also etwas Besonderes, halt ein bisschen liegen, und freue mich eigentlich jeden Tag, dass ich mich irgendwann dran setze und den quasi durchstricke, vielleicht, so die Idee. Ja, aber ich zeige ja erst die rechten und linken Maschen in Runde, wie ich sie stricke. Es wurde ja schon einiges in den Kommentaren dazu geschrieben, was für eine Strickmethode ich habe. Es wurde auch als osteuropäisch eingeordnet. Das mag vielleicht sein. Ich würde eher sagen, so wie ich verschiedene Strickmethoden gesehen habe, dass das eher so osteuropäisch-skandinavisch, also osteuropäisch-skandinavisch ist vielleicht, weil ich ja das Stricken von meiner Oma mir abgeguckt habe, und sie lebte in Estland und hat dort gestrickt und hat sehr vieles vom estnischen Stricken übernommen. Also zeige ich, wie ich das halt mache. Ich halte den Faden so, ja, man sieht das, glaube ich, ganz gut. Ich bitte zu entschuldigen, hier gibt es einige Maschenmarkierer, die ein bisschen am Tisch Geräusche machen. Also ich halte den Faden so. Ich wickele den Faden nicht um den Finger. Die Spannung entsteht dadurch, dass ich den Faden hier so in der Hand laufen lasse und mit diesen Fingern festhalte
Und ich kann die Spannung noch ein bisschen variieren, indem ich diesen Finger, den Zeigefinger an der linken Hand, etwas hochhebe, wenn ich mehr Spannung brauche. Und ansonsten lasse ich den Faden einfach so durchrutschen. Dadurch muss ich eigentlich nur ganz selten oder seltener, als wenn man den Faden so um den Finger wickelt, nach dem Faden, also beim Faden etwas machen. Ja, also der rutscht halt ein bisschen besser durch, einfach nur, weil er ja nicht gewickelt ist. Also wie stricke ich? Ich nehme immer das rechte Maschenglied und ja, stricke dann die entsprechende Masche, in diesem Fall die rechte Masche. Ich hatte mich zuerst gefragt, warum ich das nicht auf Anhieb wusste, und jetzt, dann habe ich mich halt beobachtet, wie ich in Runde und wie ich flach stricke, und habe gesehen, dass ich nicht immer die hintere Maschenwand nehme oder immer die vordere, sondern ich nehme immer die rechte, wenn ich rechts stricke. Ja, also sieht das dann so aus. Und so rutscht der Faden durch und so stricke ich. Ich zeige ein bisschen langsamer. Und damit die Maschen alle so gleich aussehen, ja, ich wurde schon häufig gelobt, dass mein Maschenbild sehr gleichmäßig ist. Das weiß ich jetzt nicht genau, wo ich das her habe. Das liegt halt in wirklich sehr weiter Vergangenheit. Ich ziehe die Masche komplett raus, ja, so dass immer in der nächsten Runde oder in der nächsten Reihe die Runde darunter quasi zurechtgezogen wird. Ja, also ich ziehe automatisch die Maschen einfach möglichst weit raus. Also nicht möglichst weit, also ich mache das nicht mit Kraft, sondern einfach nur recht stark ziehe ich sie raus und versuche sie nicht irgendwie ja, möglichst unberührt zu lassen. Zum Beispiel nicht so und irgendwie so hier durchziehen, sondern einfach nur, ich ziehe die Masche bequem raus und dann sind die Maschen darunter alle schön glatt gezogen. Und dann kommt jetzt die linke Masche. Auch bei der linken Masche nehme ich immer das rechte Maschenglied und dadurch ist das auch keine verschränkte Masche. In einem der Kommentare wurde geschrieben, dass ich ja rechte Maschen verschränkt stricke. Nein, nur wenn das Absicht ist. Normalerweise sind sie nicht verschränkt. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier eigentlich eine Zunahme machen musste. Ich glaube, ich muss tatsächlich hier eine Zunahme machen. Genau, in jeder zweiten Reihe muss ich hier eine Zunahme machen, und zwar aus dem Querfaden. Und das müsste die Make One Right sein. Also diese Zunahme. Dann haben wir auch das direkt mit abgehandelt. So, dann kommen die linken Maschen, und bei den linken Maschen, ja, mache ich das eigentlich genauso, nur liegt der Faden vor der Nadel und nicht hinter der Nadel. Und dann nehme ich auch hier ganz bequem die Masche quasi auf die rechte Nadel und ziehe den Faden durch. Und so geht es weiter. Ich mache mal ein bisschen langsamer. Manchmal muss ich die Nadel runterschieben, damit die bequemer gleitet. Ansonsten gleiten diese Nadeln wirklich richtig, richtig gut. Das sind Haya-Haya-Nadeln. So, dann wieder der nächste Maschenmarkierer und hier die nächste Zunahme. Das ist jetzt ein Make One Left, also eine links geneigte Zunahme aus dem Querfaden. Und ich mache quasi langsam weiter, immer das rechte Maschenglied. Und man sieht, bei mir liegt die rechte Masche halt so, ja, also das linke Maschenglied ist hinter der Nadel und das rechte Maschenglied ist in diesem Fall vor der Nadel. Das ist bei mir so, wenn ich in Runde stricke. Also wenn ich rechte und linke Maschen in Runde stricke. Dann nehmen wir ein flaches Gestrick. Hier geht es um den Colding, den ich zum 3. Mal angeschlagen habe. Diejenigen von euch, die mir auf Instagram folgen, haben vielleicht gesehen, dass ich den ersten Colding vor ein paar Wochen auch schon angeschlagen habe, nachdem ich in Zwolle auf der Handwerksbörse gewesen bin und da ein schönes Merino-Garn gekauft habe. Das Problem war mit dem Merino-Garn, das ist Lace, das ist handgefärbt, und in einem Faden ist mir das zu dünn, in 2 Fäden verschiebt sich die Färbung zu sehr, also, und dann bekomme ich einen melierten Effekt, und meliert mag ich nicht.
Also probiere ich jetzt was anderes. Ich habe hier ein Colding mit dem Light Fingering Garn von Holst Garn angeschlagen. Man sieht vielleicht das Etikett in der Krone. Ich habe Holst Garn Tides, das sind 70% Wolle und 30% Seide in Farbe Sand. Das ist dann so eine dicke Krone, das sind 500 Gramm, soweit ich weiß. Steht das hier irgendwo? Ich glaube, das waren 500 Gramm. Das finde ich ganz cool, einfach nur. Ja, das ist so ein riesiges Knäuel quasi. Und ja, finde ich einfach cool. Sieht man bei mir ja auch im Arbeitszimmer einige Kronen stehen. Ich mag sie einfach. So, und hier sehen wir jetzt, wenn wir uns die Maschen anschauen, ich halte das mal ein bisschen näher dran, die Maschen liegen anders als in dem runden Gestrick. Ja, hier war das rechte Maschenglied vor der Nadel, das linke Maschenglied hinter der Nadel bei den rechten Maschen. Und hier ist das rechte Maschenglied hinter der Nadel und das linke Maschenglied vor der Nadel. Ja, hier sieht man das vielleicht. Und bei den linken Maschen umgekehrt. Und hier war das bei den linken Maschen. Ja, also die liegen halt genau andersrum. Aber da ich ja immer durch die rechte Maschenwand stricke, ist das eigentlich völlig egal. Die sind trotzdem nicht verschränkt. Ja, also stricke ich so. Das ist jetzt die linke Seite und dann stricke ich halt so weiter. Ich versuche das ein bisschen langsamer zu machen. Das ist immer ein bisschen schwierig, sich selbst zu stoppen oder sich dazu zu zwingen, langsamer zu stricken, wenn man es gewohnt ist, mit einer bestimmten Geschwindigkeit zu stricken. Man sieht auch, dass das Garn sehr uneben ist. Das sind wahrscheinlich die Seidenanteile, ja, die das Garn so struppig aussehen lassen. Das stört mich erstmal nicht. Ich bin sehr gespannt, wie das Garn nach dem Waschen aussehen wird. Ich denke, das wird sich verändern. Denn wenn man mit reiner Wolle von Holst Garn strickt, bauscht sich die Wolle nach dem Waschen auf, so auf eine angenehme Art und Weise und wird voluminöser und wirkt voluminöser. Und ich denke mal, dass die Wolle oder der Wollanteil in diesem Garn sich auch aufbauschen wird, also so ein bisschen aufplustern wird und wahrscheinlich ein bisschen ebener sein wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und bei einem Schal, was Colding ja ist mir das relativ egal, wenn es auch so bleibt. Das soll sozusagen ein Sommerschal werden, ja, weil das ja mit einem geringeren Wollanteil gestrickt wird als ja, reine Wolle. Das ist soweit mein Strickstil. Was ich dazu vielleicht noch sagen muss, was mir aufgefallen ist, wo mein Strickstil vielleicht so ein bisschen schwierig werden kann, ist das Zusammenstricken von Maschen. Und zwar, wenn zum Beispiel in der Anleitung steht, 2 zusammenstricken und ich in Runde stricke, muss ich darauf achten, dass ich wirklich 2 zusammen, also 2 von rechts nach links abstricke, damit ich durch die rechte Maschenwand komme. Ja, und dann liegen die Maschen halt so. Und SSK, also Slip Slip Knit, also die links geneigte Abnahme, da muss ich das eigentlich genauso machen, wie das gesagt wird. Ja, abnehmen, 2 abnehmen und dann zusammen abstricken durch das, ja, also einfach in die andere Richtung geneigt. Ich nehme das mal wieder hier ab. Also in Runde passt das quasi mit den üblichen Ansagen oder mit den üblichen Beschreibungen überein. Wenn ich aber also flach stricke, ich muss mal hier schauen, ich stricke mal schnell zu Ende, damit ich mehr rechte Maschen habe. So schnell stricke ich gar nicht, wie man sieht. Ich bin also eigentlich keine richtig schnelle Strickerin. Es ist halt einfach nur viel
also viel Zeit, die ich ins Stricken investiere, auf angenehme Art und Weise. Das ist so für mich, also Investition im positiven Sinne des Wortes. So, und dann mache ich mal hier bis zum, wo ich mir glatt rechts habe. Jetzt muss ich aufpassen. Ich glaube, gleich kommt der nächste Rapport. So, wenn ich also flach stricke und die Ansage kommt, 2 Maschen rechts zusammen zu stricken und ich so stricken würde, ja, also einfach zwei zusammen, dann wäre das eine rechts-links geneigte Abnahme. Ich glaube, das ist genau andersrum, wie es gewünscht ist. Also muss ich entweder die Maschen umdrehen und dann so rechts zusammen abstricken, ja, damit das eine rechts geneigte Abnahme ist. Oder, was ich meistens mache, damit ich nichts drehen muss, stricke ich eine Masche rechts, nehme die andere oder also greife nach der anderen mit der rechten Nadel und ziehe die erste durch, so dass ich sie beim Stricken umdrehe. Ja, und so bekomme ich dann eine rechtsgeneigte Abnahme, also eigentlich 2 rechts zusammen. Und wenn dann SSK kommt, dann muss ich ja quasi nichts machen, sondern ich würde dann so SSK machen. Ja, weil beim SSK dreht man die Maschen so um, dass, also SSK heißt ja Slip, Slip, Knit, also 2 Maschen auf die rechte Nadel abnehmen, wie zum, ja, nee, einfach nur abnehmen und dann wieder zurücksetzen auf die linke Nadel und dann erst rechts zu stricken. Ja, also man dreht sie dabei halt um. Und ich muss sie ja nicht umdrehen, sie sind bei mir umgedreht. Und so bekomme ich beim Flachstricken und meinem Strickstil eine links geneigte Abnahme. Und das ist es eigentlich. Also das ist das gesamte Geheimnis meines Strickstils, aus welchem Land auch immer er eigentlich kommt. Jetzt habt ihr gesehen, ein bisschen ausführlicher gesehen, wie ich stricke. Ja, und ja, die Hauptregeln wiederhole ich vielleicht noch mal kurz. Normalerweise habe ich keinerlei Probleme oder Abweichungen, wenn ich nach einer Anleitung stricke. Ja, egal wie ich meine rechten und linken Maschen mache, beziehungsweise unabhängig davon, dass meine rechten und linken Maschen offensichtlich auf eine etwas andere Art und Weise bei einem der beiden Gestrickarten gemacht werden, habe ich eigentlich keine Schwierigkeiten beim Nachstricken von Anleitungen. Die einzige Ausnahme, die mir bisher aufgefallen ist, ist das Stricken von Abnahmen, wenn es darum geht, 2 rechts zusammenzustricken, beziehungsweise ja, SSK zu machen, also Slip, Slip, Knit, die rechtsgeneigte und die linksgeneigte, also umgekehrt die rechtsgeneigte und die linksgeneigte Abnahme zu machen. Die spielt ja eine Rolle, zum Beispiel beim Lace-Stricken oder bei Abnahmen für Raglanschrägen, wenn man von unten strickt, ja, oder ähnliches halt, also zum Formen von Strickstücken. Da muss ich ein bisschen aufpassen, also je nachdem, ob ich in Runde stricke oder ob ich flach stricke, schaue ich dann noch zusätzlich auf dem Bild, beziehungsweise einfach nur überlege mir wegen der Optik, was mir besser gefällt und wähle dann die entsprechende Art von Abnahme oder von 2 rechts zusammen, sodass das Maschenbild in der Abnahme so aussieht, wie ich es haben möchte. Ja, zum Beispiel wenn ich Mützen stricke und je nachdem, wie für die Krone die Abnahmen gemacht werden, wenn die Mütze von unten gestrickt wird, dann schaue ich schon mal, dass ich ja, eine der möglichen Arten von Abnahmen wähle, so dass die auch schön aussehen, dass es keine Querfäden gibt sozusagen. Also Querfäden im Sinne, je nachdem, wie man 2 rechts zusammenstrickt, sieht man ja eine Masche quer liegen oder man sieht halt keine Masche quer liegen, sondern die Maschen überlappen sich auf eine andere Art und Weise. Und da schaue ich dann schon mal, dass ich ja, so ein bisschen ausprobiere und gucke, wie mir das gefällt. Und ansonsten habe ich eigentlich keinerlei Schwierigkeiten mit meinem Strickstil. Das war also Kapitel 1. Kapitel 2 sind also New Cast-Ons. Ich habe 2
Oberteile angeschlagen und eins davon ist von Sari Nordlund, also die finnische Designerin, die ich in meinen letzten Podcasts auch schon genannt habe. Ich habe da in meiner Traumprojekt Sammlung ein paar Pullover von ihr, vielleicht noch irgendwas von ihr. Jedenfalls habe ich noch nie was von ihr gestrickt. Und ich nehme an ihrem Teststrick teil für ein T-Shirt, sage ich mal. Das Design heißt Carina T, also T-Shirt namens Carina, auf die finnische Art und Weise geschrieben, also mit ganz vielen Vokalen. Ich werde das Bild hier, glaube ich, einblenden, jedenfalls irgendwo einblenden. Jetzt, wo ich woanders sitze, kann ich das wieder nicht einordnen, wo ich die Bilder einblenden kann. Und genau, ihr habt gesehen, wie das aussehen soll. Und ich stricke aus dieser Wolle, jetzt ist gut, von Rohrspatz und Wollmeise. Blend, das sind 70% Wolle, 20% Kaschmir, nein, WS, ich weiß es nicht mehr, das war irgendwas Weiches und 10% Polyamid, Merino Superwash, 150 Gramm, handgefärbt, Lauflänge 333 Meter auf 100 Gramm. Ich habe hier also ich habe insgesamt 2 Stränge und damit habe ich 999 Gramm, 999 Meter und das müsste eigentlich reichen. Ja, aber ich habe mich extra für Größe 2 entschieden und damit eigentlich eine etwas kleinere Größe als für meinen Brustumfang eingeplant ist. Das wäre die Größe 3, die ich stricken müsste. Aber man hat ja gesehen, das T-Shirt ist ja relativ weit mit, ich glaube, 10 bis 15 cm Mehrweite. Ich schaue mal, ich habe das ausgedruckt, darf das aber nicht zeigen. Und nee, steht hier nicht. In jedem Fall stricke ich halt eine kleinere Größe, weil ich wollte, dass das T-Shirt so halbwegs anliegt. Ja, soll ja ein Sommer-T-Shirt sein eigentlich und das ist dunkel und ich denke, das wird schon okay aussehen. Ja, jedenfalls wollte ich an ihrem Teststrick teilnehmen, damit ich ja in die Pötte komme, was Zopfstricken angeht. Ja, ich habe ja in meiner letzten Folge 2 ihrer Pullover gezeigt als diejenigen, die auf meiner Traumprojektliste stehen. Und als Hindernis, warum ich das bisher nicht warum ich keinen der Pullover bisher angeschlagen habe, habe ich ja gesagt, das sind zu viele Zöpfe. Und ich kann mich, ich würde mich zu viel vertun oder bräuchte zu viel Konzentration, um diese Zöpfe alle zu stricken. Also so ein komplettes Strickstück mit Zöpfen, inklusive Ärmel komplett. Da habe ich im Moment nicht unbedingt den Nerv dazu. Aber bei diesem T-Shirt dachte ich, kriege ich das vielleicht ganz gut hin. Ich werde sie auch noch anschreiben, ob das für sie in Ordnung ist, wenn ich beim Teststrick die Ärmel fast komplett weglasse. Denn die Länge, die sie eingeplant hat, also das ist ja ungefähr so, die mag ich eigentlich gar nicht. Also ich mag grundsätzlich eigentlich keine T-Shirts mit Ärmeln. Ja, ich werde sie fragen, ob es in Ordnung ist für sie, wenn ich hier irgendwie eine Art von Finishing mache und dann quasi ohne Ärmel, nur mit einem, weiß nicht, Eicot-Rand oder sowas, die Ärmel hier abschließe. Das kann ja nicht signifikant sein eigentlich. Ansonsten, also wenn sie, ich habe sie noch nicht gefragt, aber wenn sie sagt, nein, die Ärmel müssen dabei sein, dann stricke ich halt ein Ärmel. Man muss für die erfolgreiche Teilnahme am Teststrick nur also bis zu der Abtrennung von Ärmeln stricken und ein Ärmel. Und das kann ich ja dann machen, ein Ärmel stricken, dann quasi ja meine Verpflichtung damit erfüllen und dann ja einfach den Ärmel wieder ribbeln und so finishen, wie ich es haben möchte. Ich denke, das ist kein Problem, das ist ja mein Strickstück, meine Wolle. Da
dürfte eigentlich nichts dagegen sprechen. Oder ich mache etwas längere Ärmel. Nee, das macht keinen Sinn. Ja, aber nochmal zur Wolle ganz kurz. Ja, ich möchte, also die ist ja handgefärbt. Man sieht leider wegen der Beleuchtung nicht so gut, wie die Farbe so ein bisschen spielt. Oder vielleicht sieht man es umso besser. Ich glaube, so kann man das am besten erkennen. Also die Wolle ist ja recht dunkel, aber es gibt so teilweise hellere Stellen. Ja, die sind wirklich so. Das ist jetzt nicht das Licht, sondern das sind wirklich hellere Stellen. Ja, ich finde sie sehr schön. Bin sehr gespannt. Ich habe noch nie aus Rohrspatz und Wollmeise Blend gestrickt. Ich denke mal, dass sie sich relativ gut dehnen wird nach dem Waschen oder ausdehnen wird nach dem Waschen, was aber okay ist. Ja, unter anderem deswegen habe ich mich auch für eine kleinere Größe entschieden. So, ich bin noch nicht so weit. Die Konstruktion ist interessant. Ich zeige zuerst, was ich habe. Ja, so sieht das aus, was ich schon habe. Die Beleuchtung ist bei mir heute echt katastrophal. Aber so kann man das gut sehen, zumindest, was ich schon gestrickt habe. Ja, man sieht, das ist echt viel Struktur. Ja, so sieht man gar nichts. Ja, das Strickstück wird hinten angeschlagen. Also das ist der Rücken, ja. Und das ist dann mit, ja, das ist der Ausschnitt hinten. Und da sind die Schultern. Dann wird zuerst, ja, in jeder Reihe, auch in den linken Reihen, oder in Hinreihen und Rückreihen, also sowohl in Hinreihen als auch in Rückreihen wird am Rand eine Masche zugenommen an beiden Seiten und dadurch entstehen die Schultern. Und es wird halt direkt mit dem Zopfmuster gestrickt. Ja, also einiges an Zopf, beziehungsweise rechts-links. Ja, da bin ich schon seit 2 Tagen dran. Mal sehen. Ja, die Lieferfrist für Teststrickerinnen ist 27. März oder sowas. Auf jeden Fall nicht unbedingt total viel Zeit, wenn man nebenbei noch Familie und Arbeit und Podcasts und was auch immer hat. Aber ist schaffbar, ja. Also ich versuche das jetzt relativ stringent durchzugehen, parallel zu dem Quilting Cardigan, an dem ich ja auch sehr intensiv stricke, bei dem ich aber schon auf der Zielgeraden bin. Zum Quilting Cardigan, also fragt euch nicht, wie sieht er jetzt aus? Der liegt da neben Bono. Bono heißt mein Hund. Also B-O-N-O, nicht Bruno, sondern Bono. Da gibt es häufig Verwechslungen. Jedenfalls werde ich in einer extra Folge einfach den gesamten Strickprozess von Quilting Cardigan so ein bisschen durchlaufen und deswegen zeige ich ihn noch nicht halb oder fast fertig, also er ist schon fast fertig. So, das ist das eine Projekt, an dem ich gerade arbeite, also quasi fast schon wie Arbeit. Ja, aber ich mache das gerne, ich nehme ja wirklich sehr gerne an Teststrick-Style, die geben mir, also erstens geben sie mir so ein bisschen zeitlichen Druck und ja, bringen mich dazu, Sachen fertigzustellen. Ihr wisst ja, ich habe recht viele unfertige Strickprojekte und ja, habe manchmal Motivationsschwierigkeiten bzw. Konzentrationsschwierigkeiten, mir eins rauszugreifen und zu Ende zu stricken, es sei denn, es fesselt mich, genauso wie dieser Quilting Cardigan. Aber normalerweise, ich verliere nicht mal das Interesse, sondern das Interesse für ein neues Projekt ist viel höher als das Interesse für das alte Projekt. Und dann springe ich halt von einem Projekt zum neuen und schlage neue Sachen an. Und ja, je mehr Sachen man in Arbeit hat, umso schwieriger ist es, sich zu konzentrieren. Und so ist das so ein Teufelskreis, dass ich immer Neues anschlage und das Alte nicht so schnell zu Ende stricke, wie ich mir das wünschen würde. Und bei Teststricks habe ich ja einen äußeren Druck, das zu machen und das funktioniert in der Regel viel, viel besser. Außerdem mache ich Teststricks eigentlich ausschließlich aus meinem Stash. Also ich kaufe fast nie neues Garn oder nie, glaube ich sogar bisher,
für Teststricks, es sei denn, mir fehlt ein Knäuel. Ja, aber das passiert auch nicht häufig. Ich habe recht viele ja, Pullovermengen, wie es so schön heißt, in meinem Stash. Und so ist das jetzt auch mit der Wollmeise. Da habe ich mehrere. Also ich habe von dieser Farbe 2 Stränge, dann habe ich noch von anderen jeweils 2 Stränge. Ja, und so verstricke ich sie halt. Und mein Interesse an Superwash Wolle sinkt immer mehr. Deswegen sollte ich mich beeilen, und sie verstricken, bevor ich ganz das Interesse verliere und meine ganzen handgefärbten Wollen hier so rumliegen und nicht verbraucht werden. Ich will sie auch nicht weiterverkaufen oder nicht weiter verschenken. Die haben ja auch alle nicht unbedingt total wenig gekostet. Wobei Rohrspatz und Wollmeise ist ja im Vergleich zu anderen handgefärbten Garnen jetzt günstig, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Auf jeden Fall günstiger als viele andere handgefärbte Garne und scheint auch eine gute Qualität zu haben. Aber wie gesagt, ich habe noch kein Strickstück damit fertiggestellt. Das ist das eine Projekt, an dem ich gerade arbeite. Und nun kommt das andere Projekt. Das ist es nicht. So, bei dem anderen habe ich noch weniger. Das ist nämlich der Coming Soon Sweater. Ich habe ja über den Coming Soon Sweater, den blende ich hier wieder irgendwo ein. Über den habe ich ja in Folge 13 oder in Folge 14 gesprochen. Folge 13 muss es gewesen sein. Der war ja ganz oben auf der Liste von meinen Traumprojekten, die ich bald oder zumindest in absehbarer Zukunft anschlagen wollte. Und bei dem, ja, konnte ich mich nicht zurückhalten, den habe ich jetzt angeschlagen. Ich bin nicht sehr weit gekommen, weil, wie man weiß, stricke ich an ganz vielen Projekten gleichzeitig. Habe ich ja schon mehrfach gesagt heute. Aber ich bin soweit. Ja, man sieht jetzt noch nicht viel, die Nadeln sind zu kurz mittlerweile, weil ich schon bei den Raglanzunahmen bin. Wenn jemand von euch schon diesen Pullover gestrickt hat oder sich die Beschreibung angeguckt hat, dann habt ihr vielleicht gemerkt, dass bei mir was anders aussieht. Und zwar ist bei mir der Kragen direkt, also der Halsausschnitt direkt fertig. In der Anleitung steht, dass man zuerst den Körper strickt und dann für den Halsausschnitt die Maschen hier aufnimmt. Ich habe direkt so einen gefalteten Kragen gestrickt, also provisorisch angeschlagen. Dazu blende ich auch ein Foto ein. Das sah nämlich ganz süß aus, weil mir beim Stricken, beim Häkeln der Kette, der Luftmaschenkette für den provisorischen Anschlag, der Hilfsfaden ausgegangen ist oder dieser Restfaden. Also habe ich eine andere Farbe genommen und das sah echt süß aus. Ich habe das Foto auf Instagram gepostet und dann habe ich halt, keine Ahnung, 8 cm oder so, habe ich einfach 1 rechts, 1 links gestrickt, im Rippenmuster und dann umgeschlagen und ja, auf 2 Nadeln, also da, wo der provisorische Anschlag war, habe ich die zweite Nadel eingezogen, den Anschlag, die Luftmaschenkette aufgemacht, die zweite Nadel eingezogen und von 2 Nadeln dann direkt auf eine gestrickt. Und zwar im Muster. Ja, und ich glaube, daran liegt es, dass ich hier sowas wie Löcher habe. Ja, da sieht man ein bisschen, ja, da sackt quasi das Bündchen so ein bisschen ein, bevor Patent oder Halbpatent steht in der Beschreibung, bevor hier Fisherman's Rib anfängt. Ich denke, das wird sich verwaschen und wenn nicht, ist auch okay. Ja, jedenfalls habe ich auch schon angefangen, den Pullover, also den Körper, den Raglanbereich zu stricken und mit dem Halbpatentmuster. Ich checke mal, ob das wirklich Halbpatent ist. Ja, das ist Halbpatent und ja, so geht es weiter. Das etwas Ungewöhnliche für mich ist hierbei, dass Entschuldigung, ich wusele wieder zu viel mit dem Gestrick. Ich halte das mal so. Das Besondere an diesem Raglan ist, dass die Zunahmen an den Ärmeln und am Körper nicht gleichzeitig gemacht werden. Ja, das habe ich noch nirgendwo gehabt. Also es gibt ja schon mal in Anleitungen
so die Art Zunahme bei Raglan, dass man zum Beispiel entweder am Körper oder am Ärmel in jeder zweiten Reihe zunimmt und dann entweder am Ärmel oder am Körper, also quasi an einem der Teile des Gestricks, nur in jeder vierten Reihe zunimmt. Dann aber trotzdem gleichzeitig, ja, also zum Beispiel in einer Reihe sowohl am Körper als auch an Ärmeln und dann in der nächsten zweiten Reihe nur am Körper, wenn man möchte, dass der Körper ja, schneller wächst als die Ärmel. Und bei diesem Pullover ist das so, dass man die Zunahmen am Ärmel unabhängig von den Zunahmen am Körper macht. Ja, also die Zunahmenhäufigkeit am Ärmel ist eine andere als am Körper und die überschneiden sich nur zufällig. Also man muss da wirklich irgendwie Buch führen darüber, wann man wo was zugenommen hat. Ansonsten wird man wahrscheinlich durcheinander kommen. Und in der Beschreibung ist aber jede Reihe, also die ersten 24 Reihen sind ausgeschrieben, inklusive Zunahmen. Und dann muss man halt diese 24 Reihen quasi wiederholen, weil dann die Reihenwiederholung wieder gleich ist. Ja, ich hoffe, das ist ein bisschen klarer geworden. Und wer die Folge über meine Traumprojekte vielleicht nicht gesehen hat, das Garn, mit dem ich stricke, ist Dererum Natura Ulysse. Wo steht denn da Dererum Natura? Steht hier gar nicht. Hier steht Dererum Natura und das ist Ulysse in Farbe Poivre Blanc oder Blanc. Und das ist Farbe 250601, wenn man das in Zahlen haben möchte. Das ist französische Merino-Wolle, Non-Superwash, sehr angenehm. Ich stricke sehr gerne daraus. Ich fürchte, das Stricken an diesem Pullover wird ein bisschen länger dauern, weil Halbpatent. Man strickt also in jeder zweiten Reihe die linken Maschen nicht, sondern nimmt sie ab mit einem Umschlag und dann strickt man halt eine Reihe, so wie das Muster das vorgibt. Und dann kommt wieder eine Reihe, wo die linken Maschen nicht gestrickt, sondern abgehoben werden mit einem Umschlag. Ja, und so ist das zwar nicht die doppelte Zeit, die man dafür braucht, aber schon, ja, sagen wir mal, der Pullover wächst nicht mit jeder Reihe gleich, sondern also jede zweite Reihe ist dann, sagen wir mal, nur der halbe Zuwachs. Und so dauert natürlich das gesamte Strickstück länger als ein Pullover in der gleichen Länge mit glatt rechts oder was auch immer. Ja, also wo jede Masche normal gestrickt werden würde. Ja, genau, das sind meine zwei aktuellen oder neuen Cast-Ons. Ich denke, die Folge ist jetzt tatsächlich kürzer geworden als meine üblichen Folgen. Das ist eine ganz neue Erfahrung. Ich glaube, ich muss hier aber ein bisschen mehr schneiden, weil ich die Folge recht spontan gemacht habe. Mir war einfach danach, mit euch zu sprechen. Also dachte ich, ich setze mich hin und mache das oder nehme das auf, was ich gerade mache. Und deswegen habe ich das aufgenommen. Ich hoffe, ihr habt euch trotzdem gut unterhalten gefühlt. Nehmt an der Verlosung teil, wenn ihr einen Strang Wolle gewinnen wollt. Und ansonsten freue ich mich über die Abos, über Fragen, über Kommentare. Ja, ihr findet mich auch auf Instagram unter Nafamante und ja, in anderen Social Media auch. Alle Links findet ihr in der Beschreibung bzw. in der Kanalinfo. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!